Schafft dieser Peugeot E2008 eine 400 Kilometer lange Strecke einigermaßen oder stehe ich mit dem Kurzstrecken-E-Auto stundenlang an der Ladesäule? Der Wagen hat lediglich eine 54 Kilowattstunden Batterie und lädt mit maximal 100 Kilowatt, also alles andere als langstreckentauglich. Oder gibt es etwa andere Probleme? Ich mache den Test im Real Life und fahre von Berlin nach Hessen. Bleibt also dran, um zu erfahren, ob das eine wirklich dumme Entscheidung war oder doch einigermaßen praktikabel ist. Klicks und Form mit E, abonniert den Kanal, nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Vor ein paar Tagen hatte ich etwas Bammel, ob ich es überhaupt schaffe mit dem Wagen. Der war nämlich plötzlich einfach tot. Nichts ging. Die Peugeot Assistance hat mir dann sehr schnell einen ADAC-Techniker geschickt und der konnte den Wagen innerhalb von ein paar Minuten wieder zum Leben erwecken. Leider ein typisches Problem moderner Fahrzeuge, egal ob Verbrenner oder E-Auto. Irgendein Steuergerät stürzt ab und hört nicht auf, Strom aus dem Bordnetz zu ziehen. Selbst bei Tesla habe ich das schon mit der Klimaanlage erlebt. Da war dann schnell Schicht im Schacht. Und hier war das Problem Gott sei Dank schnell wieder behoben. Es kann also losgehen. Ja, und vergesst nicht, einen Daumen hoch für dieses Video zu geben. Ja, das Ganze habe ich übrigens geplant mit der Ionity Lade-App und die hat nach Eingabe des Fahrzeugtypen des Ladestands dann die Route berechnet mit den Ladestopps und weitergegeben an die Apple-eigene Navigation, und ich muss sagen, das hat sie ziemlich akkurat gemacht. Ja, erster Ladestopp hier in Nempitz. Der Wagen lädt mit so 70 Kilowatt im Schnitt, ist ganz okay. Die Ladezeit von 20 Minuten, die Ionity hier prognostiziert hat, die scheint er hinzukriegen. Ja, und zwar ziemlich exakt. Allerdings war es dann etwas schwierig, den Wagen von der Ladesäule zu trennen. Der Button in der App hat einfach nicht funktioniert. Und ja, auch hier am Auto habe ich nichts gefunden, auch da am Ladeport nicht. Ich habe mich wund gesucht in der Anleitung. Vielleicht war ich ein bisschen zu hektisch und habe es einfach nicht gefunden. Ich habe dann die Hotline angerufen und dann ging es auch ziemlich flott. Ja, ich bin hier so mit 120 Kilometern pro Stunde unterwegs auf der Autobahn. Ich finde, es ist die ideale Geschwindigkeit, nicht nur für Elektroauto, um, ich sag mal, einen akzeptablen Verbrauch zu haben, sondern auch die meisten Geschwindigkeitsbegrenzungen, ja, die sind eben 120 oder 130. Also ich habe ein geringes Risiko, geknipst zu werden, und ja, deswegen 120. Ja, das ist mal eine gute Nachricht. Hier zweite Ladestation, Ladestand 28%, statt am Anfang sogar prognostizierter 11%, zwischendurch mal 16%. Also, und jetzt dauert das Laden nur 10 Minuten, also insgesamt nur 30. Also ich finde das total akzeptabel. Umgerechnet auf die 400 Kilometer sind es 7,5 Minuten für 100 Kilometer Laden. Wenn ich das jetzt auf längere Strecken umrechne, finde ich, da kommen Ladepausen zusammen, die total akzeptabel sind und eigentlich das auch, was man haben sollte an Ladepausen, oder überhaupt an Pausen, um fahrtüchtig zu bleiben. Ich finde, das ist das richtige Maß. Ich sag mal, so eine Stunde Pausen zusammengerechnet, vielleicht auch etwas mehr an einem Tag, während man ziemliche Strecken zurücklegt, vollkommen okay. Jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Findet ihr das auch vollkommen okay oder total inakzeptabel, so viele Pausen am Tag machen zu müssen? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin wieder sehr gespannt auf eine spannende Diskussion. Wenn ihr das Video sehen wollt, wo es auch eben um die Eigenschaften von Elektroautos geht, sind die Elektroschrott oder sind Elektroautos Schrott, dann klickt hier drauf. Ja, und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, was vielleicht durchaus der eine oder andere oder die eine oder andere machen möchte, dann klickt hier hin. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Bleibt dran.